Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lasst uns lesen. Wir machen weiter mit den deutschen Sagen gesammelt von Brüder Grimm. Auf dieser Seite werde ich die Seite zeigen, die ich aktuell lese, damit wir gemeinsam lesen können. Und da oben werde ich eine Infocard einblenden, die euch zu den vorherigen Folgen führt. So, wir blättern schon mal dahin. Ach Mensch, mit einem Schlag. Das ist gleich geklappt. So, das letzte Mal hatten wir aufgehört mit Kali nach. So. Okay, ein Stuhl knarrt am Brett, du. Okay. Die erste heutige Sage heißt Schwere Zeiten. Die Friesen waren in einem menschenleeren Landstriche nicht weit vom Rheine vorgedrungen, hatten die Äcker unter sich verteilt und schon bestellt, da wurden sie von den Römern mit Gewalt wieder ausgetrieben. Die Gegend war nun von neuem verödet, als die Ansivaren einrückten. Dieses kleine Volk war von den Chauken vertrieben worden und irrte heimatlos umher. Aus Mitleid versorgten es die umliegenden Stämme mit Nahrungsmitteln, und doch sollte es dem Untergang geweiht sein. Aus Not entschloss sich nun der Herzog der Ansivaren, Bojokal, dem Schutz der Römer nachzusuchen. Sie wollten gute Freunde dieses Volkes sein, so versprachen sie, wollten ihre Kriege führen helfen und ihnen Steuern entrichten, wenn sie ihnen erlauben wollten, das Land einzunehmen, die Äcker zu bebauen und die Wiesen für ihr Vieh zu benutzen. Allein die Römer weigerten sich, diese bescheidenen Wunsch zu erfüllen, denn kurz vorher waren die Gesandten der Chauken bei ihnen gewesen, denen sie auf ihrer Bitte versprochen hatten, dem vertriebenen Volke kein Ruheplätzchen zu gönnen. Die Ansivaren sollten sterben und verderben. Vergebens bot Bojokal seine ganze Beredsamkeit auf. »Dies Land«, sagte er, »gehörte vor Zeiten den Chamaven, dann den Tubanten und hierauf die Ossipieren. Warum sollte es nicht unser werden können? Gehört den Göttern der Himmel, so ist doch die Erde den Menschen. Warum sollten sie uns ein leeres Stück Erde missgönnen?« Als er nun sah, dass der harte Sinn der Römer nicht zu erweichen war, breitete er seine Hände gen den Himmel aus und rief: »O Sonne und ihr übrigen Gestirne, warum wollt ihr unleeren Grund und Boden bescheinen? Wäre es nicht besser, wenn ihr ein Land ohne Bevölkerung lieber mit Meereswellen bedeckt?« »Stolz«, erwiderten die Römer, »wir erkennen keinen Richter im Himmel wie auf Erden an, der uns vorschreiben dürfte, was wir zu gewähren oder zu versagen für gut finden.« Heimlich boten sie aber den Bojokal ein schönes Grundstück für sich selbst an, da er als ein Freund der Römer, jedoch nur für seine Person angesehen werden solle. Der edle Herzog aber wies dies unwürdige Anerbieten zurück, er wollte seinen armen, vertriebenen Volke gegenüber nicht zum Verräter werden. Mutig rief er denn in seinen zu: »Haben wir gleich keine Erde, auf der wir leben können, so soll uns doch keine gebrechen, auf der wir sterben.« Darauf zogen sie feindlich ab und riefen ihre Bundesgenossen, die Bructerer, Tencterer und andere zum Kriege auf. Ehe sie sich aber recht sammeln konnten, brach der römische Feldherr in das Gebiet der Tencterer ein, die sich beeilten, mit ihnen Frieden zu schließen. Nun fielen auch die Bructerer von dem Bündnis ab, so dass den verlassenen Ansivaren nichts weiter übrig blieb, als den Wanderstab zu ergreifen. Sie suchten Schutz bei den Ossipiern, diese aber wiesen sie aus Furcht vor der Rache der Römer aus ihrem Lande. Nun flüchten sie zu den Tubanten, aber auch diese nahmen sie nicht auf. Sie versuchten es darauf bei den Chatten, die sie aber mit dem Schwerte in der Hand empfingen. Zuletzt erreichten sie das Land der Cherusker. Allein durch die vielen Kämpfe, wie durch den erlittenen Mangel, war der größte Teil des Volkes mit allen waffenfähigen Männern aufgerieben, darunter auch der edle Herzog Bojokal. Die Unmündigen wurden die Beute der umwohnenden Völker. Ebenso traurig endete eine Horde der Usipier, die von den Römern zum Kriegsdienst gezwungen und nach Britannien gebracht wurde. Der Freiheitsdrang erwachte unter ihnen. Sie erschlugen darum die Römer, ihre Befehlshaber, und steuerten mit 3 leichten Schiffen allein nach der Insel, obwohl sie der Schifffahrt ganz unkundig waren. Es musste daher als ein wahres Wunder angesehen werden, dass sie dennoch die Küste erreichten. Hier erwarteten sie harte Kämpfe mit den Küstenbewohnern, die ihnen natürlich nicht gutwillig Lebensmittel überließen. Meistens siegten sie, einmal aber erlitten sie eine schwere Niederlage.
Da stieg die Not so furchtbar auf ihren Schiffen, dass sie erst ihre Kranken und Schwachen verzehrten, bald aber Lose darum zogen, wer den anderen als Speise dienen sollte. Endlich fuhren sie wieder nach dem Festlande zurück, wurden aber von den Sueven und Friesen aufgefangen und als Räuber behandelt. Einige von ihnen kamen als Sklaven nach Italien und erzählten dort ihre merkwürdige Geschichte. Ja, die Ansi-Waren, schwere Zeiten, das sind definitiv schwere Zeiten. Ja, so kann ein Genozid halt auch stattfinden, halt ganz langsam Stück für Stück. Ne? Da wurden sie einfach vertrieben aus dem Land. Aber so war das halt eben früher. Ne? Das waren alles, Europa waren alles einzelne Völker und die haben halt immer in Konkurrenz miteinander gelebt. Ne? Aber das ist ja in jedem Volk so gewesen. Das war in China so, das war auch in Amerika, bevor überhaupt ein Europäer einen Fuß auf Amerika, auf den neuen Kontinenten, auf die neue Welt, bevor sie überhaupt einen Fuß darauf setzen konnten, hatten die Ureinwohner von Amerika ja schon Krieg untereinander geführt. Man kennt das ja mit den Mayas, wie sie ihre Rituale gemacht haben auf diesen großen Pyramiden oder gilt das als Pyramide? Ich weiß es jetzt gar nicht. Du kannst ja da so raufsteigen und da haben sie ja auch quasi entherzt. Ne? Und haben das dann den Göttern gespendet und was weiß ich. Also die haben sich auch gegenseitig permanent ausgerottet. Ne? Also es ist, was das betrifft, nichts Besonderes. Irgendwie, ja, naja gut. Wir leben ja jetzt in anderen Zeiten, wobei den Genozid gibt es immer noch. Man kriegt davon zwar nicht mehr so viel mit und wenn dann immer nur sehr, sehr spät, sehr viel später. Gut, blödes Thema. Aber so ist das halt, ne? Naja, gut. Der Buriokane. Machen wir weiter mit der nächsten Sage. Ach nee, wartet mal, eins war ja noch hier, klar, hier war noch was im Kleingedruckten. Sie wohnten in Hannoverschen. Ah, okay, dann haben die, dann waren die Ansi-Waren quasi im Hannoverschen Königreich damals. Hannover war ja damals ein Königreich. Jetzt ist es eine Stadt, früher war es halt Königreich Hannover. Da kommen die also her. Na gut. Nächste Sage. Wanderung der Goten. Aus der Insel Schanze brachen die Völker wie die Bienen hervor. Die Goten fuhren nämlich von da unter ihrem König Berich an die Südküste der Ostsee, besiegten zuerst die Ulmrüger, die am Meere wohnten, darauf die Vandalen, ihre Nachbarn. Der 5. König nach Berich hieß Vilimer. Unter dessen Regierung wurde beschlossen, dass in dessen gewaltig vermehrte Volk andere Wohnsitze suchen sollten. Anfänglich waren sie mit 3 Flotten ausgefahren, danach schieden sie sich in 3 Stämme, die Gepiden, Ost- und Westgoten. Die ersteren blieben aus der Weichselniederung, die anderen aber suchten Wohnsitze am Schwarzen Meere. Zur Zeit des Kaisers Konstantinus wurde nun den Präfekten im Thrazien und Valerius Mitteilungen von einem großen Schatz im Lande der früheren Skythen gemacht. Er teilte das dem Kaiser mit und dieser befahl ihm, den Schatz zu heben. Valerius begab sich nun an den bezeichneten Ort und hörte von den Eingeborenen, dass hier ein altes, feierlich geweihtes Heiligtum wäre. Man grub nach und fand aus 3 gediegenen silbergearbeiteten Bildsäulen mit gehänkelten, in Klammern eingestemmten Armen in bunten Gewändern mit Haare auf den Haupte. Ihre Gesichter waren nach Norden, dem Mutterlande der Goten, gerichtet. Wenige Tage, nachdem diese Bildsäulen weggenommen waren, brachen die Goten in Thrazien ein und überschwemmten dieses dem griechischen Kaisers gehörige Land, ebenso Illyrien. Die Römer hatten damals längst den kriegerischen Geist verloren und suchten weniger auf offenem Felde als mit List zu besiegen. Unter den Westgotten brach Hungersnot aus. Ihre Anführer Fritigern, Althäus und Saphrach wandten sich darum an die römischen Präfekten Lupicinius und Maximus und handelten um Lebensmittel. Die habsüchtigen Römer aber verkauften ihren Schaf-, Ochsen- und Hundefleisch zu unerhörten Preisen. Für ein Brot forderten sie einen Sklaven, ein größerer Braten kostete 10 Pfund Silber. Die Goten, von der Not gedrängt, gaben, was sie hatten. Als sie kein Zahlmittel mehr besaßen, die Not aber immer höher stieg, dachten sie daran, ihre eigenen Kinder zu verkaufen.
Indessen ersann Lupitius Verrat und ließ Friedeken zum Gastmahl einladen. Dieser kam arglos mit kleinem Gefolge. Als er aber mit dem Römer speiste, drang das Geschrei von Sterbenden an sein Ohr. Da sprang er auf und suchte seine Gefährten, die in einem anderen Raume speisten. Wie er richtig vermutet hatte, waren Altios und Safrach von den treulosen Römern überfallen worden. Da zog er sein Schwert und stand den Brüdern treulich bei, und so wuchtig waren seine Schläge, dass die feigen Meuchelbande zerstob und es dem Helden gelang, die Seinigen sicher heimzubringen. Nun aber rief er alle Goten zur Vernichtung der Römer auf. Sie kamen alle und machten sich zum Herren im Lande. Mit Hunger und Not war es aber von der Zeit ab für die Goten vorbei. Ja, die Goten. Gerade der Beginn der Sage. Aus der Inselschanze brach die Völker wie die Bienen hervor. Ich weiß nicht, ob ihr mal Age of Empires 2 gespielt habt. Da gibt es ja auch die Goten. Und in dem Spiel ist es so, dass die Goten mit dem Fuß her, also alles nicht, was beritten ist, nicht Pferde und sowas, nicht jetzt so Scouts und sowas, also nicht Kundschafter und Ritter und sowas, sondern alles, was zu Fuß geht, alles, was aus der Kaserne kommt. Da haben die Goten ja die Spezialfähigkeit, dass sie Krieger aus der Burg quasi in der Kaserne herstellen können und dass sie zu einer unfassbar hohen Geschwindigkeit produziert werden können. Das heißt also, die Goten in dem Spiel können mit einer unfassbaren Masse an Kriegern ansammeln, also in kürzester Zeit, und haben dann Schwertkämpfer, Pikeniere und was nicht alles, haben sie ruckzuck schnell dabei und haben sogar noch eine Spezialeinheit, die gut ist gegen Bogenschützen. Und das ist dann halt eben so man sagt so, die Trash-Units, die Mülleinheiten quasi, die kein Gold kosten. Damit überschwemmen dann die Goten den Gegner und kommen dann mit 100 Schaft. Kaum sind die tot, kommen sie mit den nächsten, weil die halt so schnell produzieren können. Und das wird hiermit so ein bisschen noch gezeigt, ja, dass brachen die Völker wie die Bienen hervor. Passt irgendwie. Hier steht noch was im Kleingedruckten nochmal. Aus der Inselschanze. Das heißt quasi, aus Skandinavien wurden auch Namen wie Gotland, Gothenburg an ihre Herkunft erinnern. Ja. Ja, und hier steht ja auch da nochmal so ein kleiner Einsatz. Die Römer hatten damals längst den kriegerischen Geist verloren und suchten sie weniger auf offenem Felde als mit List zu besiegen. Ja, es ist ja bekannt, dass das Rom von innen zerfallen ist. Ja, Rom ist ja, also das Römische Reich ist ja sehr schnell und stark gewachsen, weil die römischen Anführer Ehre ihrer Familie bringen wollten, indem sie sehr viel erobern. Das war immer so der höchste Gedanke. Das Römische Reich vergrößern, erweitern. Und je mehr quasi die Anführer das geschafft hatten, desto mehr Ehre wurde ihm quasi seiner Familie zugeführt. Und das war halt quasi immer so, ja, der nächste Anführer muss den anderen sogar noch ein bisschen noch mal besser sein, noch mal torpedieren den anderen quasi über. Und der gute Caesar war in Erobern sehr erfolgreich, dementsprechend war er auch, ist es auch der berühmteste, der hat den größeren Namen, wenn man so will. Aber ja, später dann halt ist das römische Volk durch Dekadenz halt eben zerfallen. Ne? Die haben ja nur noch Orgien gefeiert, aus allen Richtungen im Römischen Reich, weil sie ja so weit verbreitet waren, kamen edelste, feine Stoffe, die edelsten Stoffe, das beste Essen. Es kam aus allen Richtungen, schön in die Mitte, alles nach Rom rein, weil sie halt so dermaßen gut waren in Erobern. Und ja, dann haben sie auch keine Kinder mehr gekriegt, haben nur noch ihren Lotterleben gelebt. Ja, wie gesagt, nur Orgien gefeiert halt und ja, so sind sie dann zerfallen. Und dann ist es ja auch so, wo dann, das passiert ja auch nicht plötzlich, ne? So, Rom ist ja nicht von heute auf morgen zerfallen, sondern dass die Germanen, quasi aus den germanischen Stämmen, weil die Römer haben das ja immer gemacht. Die Römer haben ja, das haben die eigentlich ganz clever gemacht, die Römer haben ja nie quasi mit Unterdrückung, sie haben dann quasi versucht immer so ein bisschen noch den eroberten Volk noch ein bisschen was zu lassen.
Also quasi nicht mit harter Hand zu führen, damit du Aufstände erzeugst, also damit quasi das eroberte Volk oder das eroberte Land, dass die Aufstände machen und quasi die noch Probleme machen, sondern sie haben noch so einen gewissen, denen sowas noch gegeben. Und deswegen hat sich das römische Volk, das Rom und die Germanen, so ein bisschen, das ging so ein bisschen so, ja. Und ja, und dadurch haben die Germanen schrittweise den ganzen römischen Staat, wenn man so will, die hohen Posten immer weiter übernommen. Immer ein Stückchen weiter, immer da wieder was ein Posten besetzt, da ein Posten besetzt, weil die Germanen eben nicht so zersetzt waren wie die Römer von innen, also so korrumpiert oder ja. Und so ging das Stück für Stück, bis es dann eben im Römischen Reich quasi, wie heißt das? Das Römische Reich, also quasi das Urdeutschland, könnte man sagen, ja, wie man es nennen will, es ist dann ja quasi aufgegangen halt. Ne? Man kennt das ja diese. Und dann später dann halt kamen dann die Preußen und dann ist das erst der Fasat und ihr kennt das ja halt. Ne? Man kennt ja das Heilige Römische Reich mit diesem Bild, mit diesem Adler, wo die ganzen, wo auf den Flügeln hier diese ganzen, vielleicht kann ich das Bild mal hier kurz einblenden, wo man dann sieht, wie die ganzen einzelnen Provinzen heißen. Ne? Das war ja alles nicht geeint, das waren ja alles einzeln. Das waren alle für sich. Und dann später hat es ja unter Preußen wurde das dann geeinigt. Egal. Machen wir mal weiter, bevor ich mich hier noch weiter verquatsche. Die nächste Sage. Gelima. Die Vandalen waren zu einem mächtigen Volke angewachsen und hatten nach einem manchen Schicksale von der heimatlichen Ostküste kommend in Afrika ein Reich gründen können. Das wurde von dem mächtigen König Gelima regiert und seine Hauptstadt hieß Karthago. Vor vielen Jahrhunderten hatte freilich Karthago auch ein großes Reich beherrscht, doch war das sehr unglücklich gewesen. Es gab darum viele Leute in der Stadt, die auch dem Reich des Gelima keinen langen Bestand voraussagten. Allgemein war die Rede, dass G das B, hernach das B das G verfolgen werde. Gänserich hatte nämlich den Bonifatus Belisar dagegen den Gelima besiegt. Diese Prophezeiung traf wörtlich ein. Der mächtige Vandalenherrscher verlor seine Flotte, sein Heer, sein Land. Von nur wenig Getreuen umgeben, war er nahe daran, auch seine Freiheit einzubüßen. Belisar hatte den Unterfeldherrn Johannes mit vielen Reitern gesandt, die dem geschlagenen flüchtigen König fangen sollte. Sie hatten ihn auch richtig aus seinem Verstecke ausgespürt und ritten vergnügt auf ihn zu, indem sie ihn höhnisch begrüßten, denn sie waren sich auf Rufweite nahe gekommen. Gelima gab sich verloren. Da rettete ihn noch einmal ein Zufall. Johannes hatte in seinem Gefolge einen Waffenträger namens Oliares. Als der hinter seinem Herrn ritt, kam er auf den Einfall, mit dem Bogen auf einen Vogel zu schießen, der sich auf dem Zweige eines Baumes wiegte. Olivares war sonst ein guter Schütze, aber seine Hand wie sein Auge waren diesmal nicht sicher, weil er in der Freude des Sieges zu viel Wein getrunken hatte. Als er losdrückte, traf der Pfeil nicht den Vogel, sondern den Feldherrn in den Nacken. Der Pfeil wirkte umso mehr, da er auch in nächster Nähe abgeschossen worden war. Johannes brach sogleich tödlich verwundet zusammen und die ganze Kriegsfahrt kam zum Stehen. Man tat alles, um das Leben des Feldherrn zu retten, aber umsonst war alles Bemühen, denn Johannes musste bald darauf sterben. Bei dieser allgemeinen Verwirrung fand Gelima die Zeit, sich in Sicherheit zu bringen. Er langte nach dem noch an Unglückstage bei den Maurisiern an. Besilar folgte ihn aber nach und schloss ihn in Numidien auf einen kleinen Berge ein. So wurde nun Gelima mitten im Winter hart belagert und litt großen Mangel, denn Brot backten die Maurisier nicht. Sie haben auch weder Wein noch Öl, sondern genießen Korn und Gerste, ungemahlen und ungebacken. Lange Zeit hielt Gelima die Belagerung aus, obschon Pharas den Unterfeldherrn Belisar dem unglücklichen König öfters die Unterwerfung anbot und ihm die Gnade des griechischen Kaisers dafür versprach. Auf den letzten Brief antwortete er aber freundlich und bat Pharas um 3 Dinge: eine Laute, ein Brot und einen Schwamm. Der Unterfeldherr fragte den Boten nach dem Grund dieses seltsamen Verlangens.
Der antwortete: Nun, das Brot will Glimmer essen, weil er keins gesehen, seit er auf diesen Gebirge stieg. Mit dem feuchten Schwamme will er seine Augen kühlen, die vom vielen Weinen entzündet sind. Auf der Laute aber will er ein Lied spielen, um seinen Kummer zu vergessen. Als Pharao solche Worte hörte, wurde er vom Wehmut ergriffen und sandte ihm gern die Bedürfnisse. Hier haben wir jetzt übrigens ein kleines Bild. Das blende ich euch mal kurz ein. Da sieht man einmal ein Grauröcklein und 12 Landsknechte mit ihren Speeren, und rechts sieht man auch eine Flamberger. Solche Leute hat man auch Doppelsöldner genannt. Vielleicht wisst ihr ja noch, aus welcher Sage das kommt. Ich blätter mal weiter. Endlich musste sich der stolze Vandalenkönig ergeben. Er stellte aber die Bedingung, dass er frei und ohne Frevel vor das Angesicht des Kaisers geführt und Verzeihung, ich mach's nochmal. Endlich musste sich der stolze Vandalenkönig ergeben. Er stellte aber die Bedingung, dass er frei und ohne Fesseln vor das Angesicht des Kaisers geführt werde. Darauf versprach ihm Balthasar, dass er weder mit Seilen noch Stricken noch auch mit eisernen Ketten gebunden werden solle. Gelimer verließ sich auf dieses Wort, aber der tückische Belisar ließ ihn nun mit einer silbernen Kette binden. So führte er ihn im Triumphe nach Konstantinopel. Hier wurde der unglückliche König von den Höflichen verhöhnt und beschimpft. Da bat er dem Kaiser, man möge ihm das Pferd geben, das er in der entscheidenden Schlacht geritten. So wollte er es auf einmal mit 12 von denen aufnehmen, die ihn anspien und ohrfeigt hatten, damit er ihre Feigheit und sein Mut kund werde. Der Kaiser ließ es geschehen, und Gelimer besiegte 12 Jünglinge, die es mit ihm aufnahmen. Also das letzte jetzt hier quasi, das letzte finde ich besonders gut. Als guter Anführer, also bin ich der Meinung, als guter Anführer sollte man nicht nur streng zum Feind sein, sondern auch streng zu seiner eigenen Bande, zu seiner eigenen Gruppe. Denn es ist halt so, das kann halt, wenn man den Feind keine Ehre bieten kann, beziehungsweise keinen Respekt zollen kann, dann baut man halt so ein ganz krudes Feindbild auf. Ja, es ist ja auch so gewesen, dass auch die Römer oder in den Weltkriegen hatten die Gegner einen gewissen Respekt vor dem Feind, könnte man sagen, vor einzelnen Individuen. Ich habe immer Schwierigkeiten mit dem Wort. Zum Beispiel der Rote Baron. Ja, der ist ja dann in England abgestürzt, und dennoch haben sie ihn Respekt gezollt und hatten sogar ein Grab für ihn alles gemacht, und Pipapo, weil er halt so gut war halt, ne, und so krass war. Es gibt ja sogar ein Lied von ihm extra. Und hier quasi, dass der Kaiser ihre eigenen Leute, also diese Höflinge, dass die sich beweisen sollen, dass sie einen König einfach so geohrfeigt haben, und ich glaube angespielt heißt angespuckt, dass die ihren Wert jetzt erstmal zeigen sollen. Es ist so ein bisschen so wie mit, kennt ihr so die in eurer Kindheit, also ich kenne das zum Beispiel in meiner Kindheit so, dass es kleine Jungs gab, das waren ja kleine Früchtchen, die hatten aber große Brüder. Und die hatten halt immer sehr große Klappe gehabt, und wenn es dann Ärger gab, haben die ihre großen Brüder geholt. Und da frage ich mich immer, warum der Bruder das mitspielt. Warum er so etwas macht. Weil es ist doch ganz klar, das zeugt doch von Schwäche, wenn man immer die ganz große Klappe hat, sich extra Ärger einfängt und sich dann zum Bruder geht und er soll ihm helfen. Und da wäre es doch die Aufgabe des großen Bruders zu sagen, so nicht, mein Freund. Denn es ist ja auch in seinem eigenen Interesse, dass sein Bruder zu einem, ich meine, sowas ist schlecht für den Charakter. Und dass er zu einem großen Mann heranwächst, zu einem richtigen Bruder, ja, auf den man sich verlassen kann. Und nicht zu einem, ja, zum kleinen Rotzbalg, der nur so lange die Klappe aufreißt, solange er die Rückendeckung hat. Ja, das ist, ich sag's mal so, solche Nummern ist schlecht, sehr schlecht für den Charakter. In dem Fall hier das genauso, dass man immer auf seine eigenen Leute
schaut und wenn die Schwachsinn machen, wenn die Blödsinn von sich geben, dass dann auch von oben, von den Führern aus, kommt immer so auf der Tour halt, ne? Dass man auch streng zu seinen eigenen Leuten ist. Sonst wird das ja... Es ist wie mit einer guten Freundschaft. Ja? Ein guter Freund sagt es dir ins Gesicht, ein schlechter Freund sagt es hinter deinem Rücken. Gut. Mach mal weiter. Nächste Sage. Die Hunnen. Die Hunnen lebten von Jagd und Raub. Einmal kamen einige von ihnen an das Ufer des Maotischen Sees, Asowesches Meer, und sahen unvermutet eine Hirschkuh, die sich von den Jägern in das Gewässer flüchtete. Dieser folgten sie und nach sahen zu ihrem Erstaunen, dass der See nicht unergründlich wie das Meer, sondern auf dem Wege, den die Hirschkuh genommen, leicht zu durchwaten sei. Das verkündeten sie den ihrigen und lobten das schöne Land, das sie jenseits erblickt hatten. Darauf brachen die Hunnen durch jenen Sumpf mit unwiderstehlicher Gewalt und ins Skythien ein. Als sie lange Zeit in diesem Lande waren, weihte ein Hirt seine Herde und sah, wie ein seiner Tiere hinkte. Er ergründete die Ursache der Verwundung bald. Das Rind war in einem vergrabenen riesiges Schwert getreten. Das brachte er den König Attila. Der freute sich über den Fund, weil er daraus erkannte, dass er zum Herrn der Welt bestimmt sei. Diese Waffe war das Kriegsschwert der Skythen, das diese stets heilig gehalten hatten. Einmal belagerte er die Stadt Aquileia am Meere. Als die Römer nun hartnäckig widerstanden, fing sein Heer an zu murren und wollte abziehen. Da geschah es, dass der König, im Zweifel, ob er das Lager aufheben oder noch länger harren sollte, um die Mauern ritt. Da sah er, wie die weißen Vögel in Klammern (Störche), die auf den Dächern der Häuser nisteten, ihre Jungen aus der Stadt trugen und gegen ihre Gewohnheit auf das Land brachten. Attila, als ein weiser Mann, rief da seinen Leuten zu: »Seht, die Vögel, die der Zukunft kundig sind, verlassen die Stadt, weil sie wissen, dass ihre Häuser bald einstürzen werden.« Da schöpfte das Heer neuen Mut. Sie bauten Werkzeuge und Mauerbrecher, stürmten endlich die Stadt und verbrannten sie. Die Bewohner hatten sich aber inzwischen auf kleine Eilande am Meere gerettet, wo sie Venedig bauten. Ja, die Hunnen. Die Hunnen waren schon sehr krass, wie weit die vorgedrungen sind von Asien bis zu uns. Aber ich glaube, das habe ich übrigens auch bei Age of Empires 2 gelernt, weil da gab es eine Kampagne, wo man mit Attila, den Hunnen, erstmal die ganzen Völker einigen musste und dann alles übernehmen muss. Aber war es dann nicht so? Ich kann mich gut daran erinnern, dass der Attila doch ziemlich lächerlich gestorben ist im Verhältnis. War es nicht so, dass der Mann in seiner Hochzeitsnacht in seiner eigenen Suppe ertrunken ist? Ich glaube, das war so. Ich glaube, der war in seiner Hochzeitsnacht so betrunken, der hat so viel gezecht, so viel gesoffen, dass er hier vor sich eine Schüssel hatte mit, ich keine Ahnung, 2 Finger breit Suppe, was er halt nicht aufgegessen hat, und ist dann im besoffenen Zustand so reingefallen und Nase und Mund waren quasi unter Wasser, wenn man so will, in der Suppe. Und der ist dann von alleine nicht mehr rausgekommen und alle anderen waren auch betrunken und haben das gar nicht verstanden. Und dann ist er ertrunken in seiner eigenen Suppe, in so einer kleinen Pfütze. Ist ja ein bisschen so wie mit wenn man sich übergibt, wenn man bricht. Da kann man ja auch liegen und der unter Drogen steht oder der getrunken hat, der erbricht. Und dann das Erbrochene im Mund fließt nicht ab und der erstickt dann am eigenen Erbrochenen. Beziehungsweise, ja, erstickt dann. So, und deswegen macht man ja im Übrigen ja auch die stabile Seitenlage, legt man den ja dann so hin, dass das quasi alles hier im Mund abfließen kann. Ist schon ein verrückter Tod für jemanden so Mächtiges. Zumal, aber ich glaube, es ist ein Unterschied zwischen Ertrinken und Ersticken. Beim Ersticken kriegst du einfach keinen Sauerstoff mehr, beim Ertrinken füllt sich deine Lunge mit Wasser.
Kommt am Ende auf selbe hinaus. Gut, sei es drum. Wir machen Schluss für heute. Ich wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen Tag, schöne Nacht, je nachdem, wann ihr das jetzt anschaut, oder einen schönen Morgen. Und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge bei Lasst uns lesen. Genau. Macht's gut.